Seit über 10 Jahren beschäftigt sich die LTG Aktiengesellschaft mit der dezentralen Klimatechnik. Angefangen hat alles vor über 10 Jahren mit einem Schullüftungsgerät. Heute geht es weit über ein atmendes Fassadenlüftungsgerät hinaus. Herr Wolf Hartmann, Vorstandsvorsitzender der LTG, heute neben mir. Und ich habe auch gleich eine Frage an Sie. Ich stelle mir nämlich gerade vor, ich bin Investor, ich möchte mein Bürogebäude mit einer Lüftungsanlage ausstatten. Wo liegt der Vorteil bei der dezentralen? Gut, also es handelt sich halt zunächst mal um eine sehr flexible, einfach zu installierende Systemlösung, Plug and Play. Und ich habe eben die Möglichkeit, sehr einfach eben auch eine Bedarfslüftung, also eine bedarfsgeführte Frischluftzufuhr und eine auch nutzerorientierte individuelle Klimatisierung zu realisieren. Das kommt einerseits der Energieeffizienz, andererseits aber auch eben der Nutzerakzeptanz zugute. Okay. Ist das von den Investitionskosten höher als eine zentrale Anlage? Man muss dann natürlich das sauber vergleichen und darf nicht nur die Kosten im Raum für das Produkt heranziehen, sondern muss eben auf der anderen Seite dann auch die gesamten Systemkosten einschließlich der zentralen Luft-, Wärme-, Kälteerzeugung und vor allem auch des Verteilsystems berücksichtigen. Wir kommen bei der dezentralen Klimatisierung ja komplett ohne ein Kanalnetz aus, was ja sehr viel Platz und Kosten beansprucht. Betriebskostentechnisch, kann sie da eventuell Vorteile gegenüber einer zentralen Anlage haben? Ja, da punkten eigentlich die dezentralen Systeme besonders. Und zwar, wenn man sich ein Pulsgerät aus unserem Hause anschaut, haben wir ungefähr einen Stromverbrauch von 10 Watt pro Gerät. Das ist 90% unter den SFP-Vorgaben der NF. Und auch auf der Wärmeseite haben wir als einzige eine Wärmerückgewinnung mit über 80%, die dann auch für Nichtwohngebäude die NF einhält als dezentrales Gerät und das aber auch noch unterbrechungsfrei. Das heißt auch im Winter, wenn andere Geräte einfrieren. Jetzt stelle ich mich mal von der Investorenseite auf die Anlagenbauerseite. Was habe ich für Möglichkeiten, um so eine Anlage zu planen oder auch die Kosten zu planen? Ja, wie gesagt, es muss natürlich eine sehr sorgfältige Betrachtung erfolgen und wir haben bei unseren Projekten gelernt, dass wir das unterstützen, haben deswegen auch ein Tool entwickelt, wir nennen das System Finder, der wirklich jetzt verschiedenste, momentan sind es 80 verschiedene technische Systeme miteinander vergleicht auf Basis der Gesamtkosten oder Total Cost of Ownership, wie wir das nennen. Wir haben versucht, das relativ einfach zu gestalten mit wenigen Parametern. 6 verschiedene, aber es ergeben sich da bereits über 300.000 Varianten, sodass die Systemoptimierung recht komplex war, die aber jetzt alle gängigen technischen Normen und Auslegungs- und Kostenbewertungen zusammenführt. Okay. Ich möchte mal auf das Thema Wartung zurückkommen. Wie ist da das Verhältnis zwischen der dezentralen oder der zentralen Anlage? Ist der Wartungsaufwand höher bei der dezentralen Anlage oder ist das andersrum? Er ist einfach anders, weil man dezentral warten kann. Das hat auch den Vorteil, dass man eben die Wartung unterjährig oder übers Jahr verteilen kann, ohne Betriebsunterbrechungen. Es kann auch aufgrund der leichten Zugänglichkeit durchs Facility, im Rahmen des Facility Managements passieren. Wesentliche Vorteile habe ich sogar, weil ich eben kein Kanalsystem mit Hygieneaspekten oder auch Wartung von Brandschutzklappen habe. Okay. Und jetzt stelle ich mich nochmal von der Investoren- und Anlagenbauerseite auf die Nutzerseite. Ich stelle mir gerade vor, ich habe einen Büroraum, da ist ein Gerät drin. Habe ich wahrscheinlich keine Probleme. Jetzt habe ich ein größeres Büro mit 2 oder mehreren Geräten drin. Die müssten ja in irgendeiner Form miteinander reden. Wie läuft das? Ja, die Regelungstechnik ist sogar ein ganz wesentlicher Aspekt, damit eben die Vorteile eigentlich jedes Systems genutzt werden können. Wir haben bei unseren Geräten auch die Regelungstechnik dezentral. Das heißt, wir haben in jedem Gerät eine Platine, die sämtliche Regelkreise für Luftqualität und Lufttemperatur, Raumlufttemperatur bereits integriert hat. Wir haben jetzt neu, das nennen wir Connected Intelligence, die Möglichkeit, die Geräte über eine firmenherstellerneutrale Busverbindung zu verbinden und auch an eine Gebäudeleittechnik anzuschließen, je nach Wunsch. Okay. Wolf Hartmann, ich bedanke mich.
Herzlichen Dank.